Wir stehen jetzt mitten hier in unserem Laden bzw. hinter unserem Verkaufstresen und ihr seht schon hier hinter mir dieses tolle Herz. Ja, das ist ja ein toller Eyecatcher für jeden Kunden, der direkt ins Geschäft kommt. Auch sowas kann man natürlich toll vor den Laden stellen oder in den Eingangsbereich. Und wie man das herstellt, das zeige ich euch jetzt. Wir starten hier mit unserem tollen Metallring. Der sieht so aus, der ist 80 cm im Durchmesser. Und den biegen wir uns zu einer Herzform. Das ist nicht ganz einfach. Man braucht hier ein bisschen Kraft. Und vielleicht nimmt man sich auch noch ein bisschen Hilfe zur Seite von einer Kollegin oder von einem starken Mann. Das habe ich natürlich hier schon mal vorbereitet, um ein wenig Zeit zu sparen. Ja, ihr seht, es ist ein ganz schönes Herz geworden. Es ist nicht ganz gerade, aber das ist gar nicht so wichtig, denn es hat ja so eine organische Form. Das soll sich ja auch ein bisschen bewegen und ein bisschen dynamisch sein. Ja, wie bekommt man jetzt diese tolle Füllung hin? Ich habe hier Wickeldraht und den werde ich jetzt sozusagen an einem Ende befestigen und spanne ihn kreuz und quer durch das Herz, um damit sozusagen einen Rahmen zu schaffen, in dem ich dann diese anderen floristischen Werkstoffe einarbeiten kann. Ja, so viel zum Grundaufbau für das Herz. Hier können wir dann unsere floralen Werkstoffe einflechten. Ich schneide es noch ganz schnell ab und dann zeige ich euch, wie wir das Herz fertigen. Den Draht würde ich noch ein bisschen festbiegen, damit es hier keine Verletzungsgefahr gibt. Ja, dann starten wir mit unseren gefärbten Palmenblättern. Ja, es gibt hier ganz viele verschiedene floristische Werkstoffe. Ich habe hier zum Beispiel eine gefärbte Maulbeerbaumrinde in so einem Roséton, aber auch ja, eine kleine Kordel aus Wolle habe ich hier. Hier habe ich auch noch Kornus zum Beispiel, auch in Rot. Wir können ja das volle Spektrum der Rotfamilie nutzen, um das Herz zu arbeiten. Dann sind wir auch ein bisschen freier von der Position im Geschäft mit dem Herz. Dann können wir das nämlich in die Rot- oder in die Rosé-Ecke stellen oder dort mit andekorieren. Ja, wie fangen wir an? Wir stecken das Ganze sozusagen über und unter den Drähten durch und verflechten das Ganze so im Herz. Ich nehme jetzt mit Absicht hier verschiedene Werkstoffe in verschiedenen, ja, sag ich mal, aus der Rotfamilie und damit schaffe ich einen schönen Übergang in diese ganze Rot-, Rosé-, Bordeaux-Familie und bin dann ein bisschen freier auch mit der Zusatzgestaltung, die dann im Anschluss von diesem großen, prägnanten Werkstück stattfinden kann. Man kann ja auch an bestimmten Stellen mit Knotungen arbeiten, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Festigkeit zu geben. Also man kann auch im Außenbereich einfach mal kürzeren Werkstoff einfach festknoten. Ich würde jetzt die Kanten ein bisschen begradigen. Das ist ja jetzt noch sehr wild, dass das Ganze noch ein bisschen mehr diese Herzform bekommt und nicht zu sehr aus der Form gerät. Ich habe es jetzt nicht beendet, aber ich denke, im Grund ist es ganz verstanden worden. Man füllt das Ganze einfach dann noch weiter. Ja, so schnell kann man so ein Herz herstellen. Wir machen uns jetzt hier gleich noch im Laden ein bisschen Platz.
Dann nehmen wir das Ganze nach vorn und ich zeige euch, wie man das dann in so einem Ständer oder in seinen tollen Ring als Eyecatcher integrieren kann. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen Platz gemacht im Geschäft und jetzt stehen wir hier mittendrin, haben das Herz schon rausgenommen, damit ich euch jetzt zeigen kann, wie man das Ganze hier integriert. Das ist hier so ein toller Metallring, man kann aber auch was anderes nehmen. Man könnte sich auch einen bauen zum Beispiel aus einfachen Dachlatten. Man kann es auch quadratisch machen, wie jetzt auch diese ganzen Traubögen zum Beispiel auch ganz modern sind. Und dann fängt man ganz einfach an, dort etwas reinzuspannen. Hier haben wir diese Gurte genommen, die sind so elastisch. Man kann aber auch was anderes nehmen. Für uns war jetzt wichtig, dass es schwarz ist, damit es erstens schön in den Laden passt und zweitens auch gut zu dem Rahmen passt. Ich könnte jetzt auch hier was anderes nehmen, zum Beispiel eine schöne Schnur oder ein tolles Band oder vielleicht sogar ein Absperrband, was dann auch nochmal ein bisschen wirkt durch diese weiß-gelbe Streifung und damit schafft man sich so ein Netz. Hier bei diesen elastischen Bändern ist es schön, weil die kann man hier schön positionieren und kann die ganzen sozusagen hier hinschieben, wo man sie braucht. Ja, jetzt hängen wir das Herz in den Kranz. Ich zeige euch das nochmal von hinten. Hier sieht man nochmal ganz schön diese Linienführung von dem Draht und wie das Ganze eingeflochten ist. Ich denke, das ist ja gut erklärt. Ja, dann habe ich hier ein Band angebracht, extra nicht in der Mitte vom Herz, also nicht hier an dieser Position, sondern etwas versetzt, damit das Herz ein wenig schräg hängt und damit auch nicht zu plakativ in der Mitte. Das wirkt manchmal ja ein bisschen einfacher. Wenn das Ganze aus der Mitte versetzt ist, ist es dann etwas konstruierter und wirkt immer ein bisschen moderner. Ja, beim Aufhängen kann man sich jetzt einfach noch Hilfe dazu nehmen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie die Position ist. Ich habe mir hier vorher schon das Band abgemessen von der Länge her, damit ich hier an der exakten Position lande, die ich mir vorher gedacht habe. Ja, so einfach kann man einen Eyecatcher fürs Ladengeschäft schaffen, den wir dann sozusagen vors Ladengeschäft stellen oder in unseren Verkaufsbereich oder wie wir es hier hatten, hinter den Kassentresen. Ja, wir finden viele rote oder roséfarbene Werkstoffe, die wir dort einarbeiten können. Wir können das Ganze auch in Mono gestalten, das sehen wir hier hinter mir. Dort ist der gleiche Ring benutzt worden, der auch in diese Herzform gepresst wurde und dort haben wir dann einfach nur Kornuszweige eingefädelt und mit Heißkleber fixiert und abgeschnitten. Ja, man kann auch ganz einfach mit so einer Monogestaltung halt auch große Wirkung schaffen, die jetzt zum Beispiel einen anderen Bereich im Laden gestaltet. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert und ich denke, ihr habt noch viele andere Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, vielen Dank.